Ein Feuerrohr schafft eine beruhigende, schöne Atmosphäre, ist schön und macht noch mehr Lust, die Sommerabende zu genießen. Wie gut ist das Feuerrohr von Aldi? Lohnt sich der Kauf? Hi, servus, herzlich willkommen hier auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. In diesem Video geht es um das Feuerrohr. Ich packe es mal hier im Keller aus. In der Zeit quatsche ich ein bisschen darüber. Das Feuerrohr besteht aus einem Glasrohr, Brennkammer und Pelletschacht. Alles andere wird benötigt, damit die Konstruktion mit Glaszylinder hält und nicht umfällt. Dieses Feuerrohr ist von Bellavi, vertrieben wird es vom Discounter Aldi und ist schlicht verpackt, wie du das hier siehst. Es kommt demnächst wieder im Discounter. Wenn du benachrichtigt werden willst, abonniere den Kanal hier auf YouTube und folge mir auf Facebook und WhatsApp. Dann verpasst du dieses begehrte Feuerrohr nicht. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Feuerrohre gibt es in verschiedenen Größen und Preisen. Das hier ist für mich optimal und vom Preis her unschlagbar, da es aus Edelstahl ist, was hermacht und nicht rostet und somit ewig hält. Bedienungsanleitung ist dabei, hier die Standfüße, ein Teil von der Brennkammer, die Schublade für die Asche zum Auffangen und den Deckel für den Pelletschacht. Und jetzt kommt der Hauptteil. Brennkammer mit Pelletschacht und Rohrhalterung. Und hier ist das Glasrohr. Es hat eine Wandbreite von 3,3 mm, einen Durchmesser von 80 mm und eine Länge von 1000 mm. So, dann habe ich das hier alles ein bisschen sortiert und dann kann es schon an das Zusammenbauen gehen. Die Bearbeitung ist 1A, da ist kein Grat, jede Schraube passt ins Loch und lässt sich mit dem mitgelieferten Werkzeug festziehen. Alles passt zusammen wie am Reißbrett oder wie in der Bedienungsanleitung Bild für Bild alphabetisch dargestellt. Ich baue es jetzt aber im Zeitraffer zusammen, der ganze Zusammenbau hat aber weniger als 15 Minuten gedauert. Vorbereitung. Du brauchst Pellets, Grillanzünder, Feuerzeug, Untertopf. Ich habe mir diesen Pelletsack hier gekauft. Der hat um die 8 € im Baumarkt meines Vertrauens gekostet. Er beinhaltet 15 Kilogramm Pellets mit einem Durchmesser von 6 mm, was dem maximalen Durchmesser an Pellet entspricht, den man mit diesem Feuerrohr verwenden darf. Also vor dem Kauf auf den Durchmesser achten. Hinten sind noch viele Angaben wie Aschegehalt, Heizwertdichte, mechanische Festigkeit und Wassergehalt, was aber nicht so wichtig sind für ein Feuerrohr, denke ich mal. Und deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein. 15 Kilogramm reichen für ca. 15 Stunden Brenndauer. Das ist nur ein Richtwert. Natürlich weicht diese Angabe je nach Pelletart und anderen Faktoren ab. Inbetriebnahme. Als erstes befülle ich den Pelletschacht mit dem kleinen Untertopf. Durchmesser von 8 cm steht drauf, wen es interessiert. Aber es geht ganz gut damit. Die Ascheschublade würde ich nicht benutzen, weil diese sehr heiß wird und zum Nachschütten dann ungeeignet ist. Den Pelletschacht ganz voll machen. Darauf achten, dass das Feuerrohr gerade steht. Die Brenndauer von einer Füllung bei optimalster Verbrennung beträgt ohne Anzünddauer 1 Stunde und 15 Minuten. Ich benutze diese
Grillanzünder aus Holz und Wachs. Die stinken nicht so wie die weißen. Da genügt so ein kleines Stück. Anzünden, reinschmeißen und ca. 6 Minuten warten, bis der Grillanzünder verbrannt ist, weil dieser zerraucht und das Glasrohr gleich verrußt wäre. Also wenn es nicht mehr stinkt, kein Rauch mehr aufsteigt und die Flamme wie hier aus der Brennkammer ragt, dann ist es okay. Dann das Glasrohr vorsichtig in die Halterung draufstecken. Es ist nicht so, dass die Flamme gleich zum Rohr rausschießt. Nein, die Flamme ist am Anfang klein und wird dann immer größer, bis sie dann zum Rohr rausragt. Kann es schon mal 20 Minuten dauern. Ja, und dann einfach eine gute Stunde das Feuer im Rohr genießen. Der Hersteller gibt eine Brenndauer von 2,5 Stunden an, also kannst du das Rohr nachfüllen. Aber das ist nicht so einfach. Nun kommt meine Erfahrung und mein Tipp. Ich habe die Fackel nun ein Jahr lang für dich getestet und verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Wenn du die Fackel länger als 1 Stunde und 15 Minuten genießen willst, solltest du alle 15 Minuten etwa mit dem besagten Untertopf den Pelletschacht auffüllen. Und das gleich am Anfang, so dass der Schacht immer voll ist. Dieses aber nicht öfters als 5 Mal, weil du sonst die angegebene maximale Brenndauer vom Hersteller von 2,5 Stunden überschreitest. Warum gleich am Anfang und nicht mittendrin oder am Ende nachfüllen, fragst du dich jetzt sicherlich, weil du veränderst sonst die Strukturdichte, sage ich mal, die im Pelletschacht entstanden ist. Es fallen zu viele Pellets auf einmal in die Glut, sie verbrennen nicht richtig und verstopfen die Luftzufuhr, die für die Flamme wichtig ist. Es passiert ja alles physikalisch, das Nachrutschen mit der Schwerkraftförderung der Pellets. Also deswegen immer schön regelmäßig nachfüllen. Wenn du dann genug hast von dem Flammenspiel und diese kleiner wird und sich zu Ende neigt, dann seitlich an den Schacht mit der Hand links und rechts kurz klopfen, damit die restlichen Pellets auch noch runterfallen, die an der Wand hängen bleiben. Aber sei dabei vorsichtig, je weiter unten du klopfst, umso heißer ist der Schacht. Dann kannst du für ein paar Minuten noch einen Restzauber der Flamme genießen. Reinigen. Das machst du natürlich erst am nächsten Tag, wenn alles abgekühlt ist. Willst du das Feuerrohr morgen wieder benutzen, reicht es, wenn du das Gestell umdrehst und einfach mit der bloßen Hand seitlich kräftig draufklopfst, so dass alles rausfällt, was noch an Restasche drin ist. Nun kannst du es abends wieder benutzen. Ja, jetzt fällt nicht die Welt daraus, aber wenn das Feuerrohr lange brennt, dann fallen da richtige Brocken raus. Ab und zu ist dann auch mal eine richtige Reinigung spätestens im Herbst notwendig. Hier fängst du aber dann mit dem Glasrohr an. Dafür brauchst du Handschuhe, einen Eimer heißes Wasser, Spülmittel, 2 Schwämme, Mehrzweckkabelbinder und einen Besenstiel. Als erstes bindest du den Mehrzweckkabelbinder um den Besenstiel. Am besten ist es, wenn dieser ein Loch hat, damit du den Kabelbinder besser befestigen kannst, damit dieser nicht rutscht. Dann die Schwämme ganz fest dran machen. Nun stellst du das Rohr in den Eimer und putzt dann so das Rohr von beiden Seiten. Spülmittel und heißes Wasser reichen da völlig aus. Pelletschacht und Brennkammer reinigen. Du kannst mit dem Schwamm und dem Besenstiel auch in den Pelletschacht rein, um diese sauber zu machen. Wichtig ist, dass nach dem Reinigen unten das Lochblech sauber und frei ist. An der äußeren Oberfläche, da kann es sein, dass eine komische Masse heruntergeflossen ist. Diese stinkt und lässt sich sehr schwer von der Haut entfernen. Deswegen Handschuhe tragen beim Putzen.
Diese dann auch mit dem Schwamm entfernen, alles trocknen lassen, fertig. Mit diesen Tipps hast du nun lange Spaß mit dem Feuerrohr. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, kannst du mir gerne auf Facebook und WhatsApp folgen, um kein Video zu verpassen. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.